Was kostet denn eine App? Die Frage ist so eine der ersten Fragen, die wir ganz häufig gestellt bekommen. Aber was soll ich sagen, es ist wahrscheinlich eine der blödesten Fragen, die man so stellen kann. Warum? Darum soll es in diesem Video gehen. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Wie gerade schon angekündigt, soll es in diesem Video mal darum gehen, warum denn die Frage, was kostet eine App, eigentlich eine blöde Frage ist. Deswegen, ich streiche das hier direkt mal durch, weil unterm Strich, es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, weil die Projekte super unterschiedlich komplex sind. Also wenn du dir zum Beispiel mal vielleicht Facebook anguckst, da arbeiten viele hundert Entwickler, wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr, seit vielen Jahren dran. Also es sind immense Kosten, was da reinfließen. Andere Apps, die vielleicht zum Beispiel einfach nur so ein Eiertimer sind oder ähnliches, die sind relativ schnell gemacht und ist vielleicht 1, 2, 3 Tage Arbeit, je nachdem, also kann relativ günstig sein. Aber was hilft dir das dann einfach nur zu wissen, was kostet? Im Grunde sind noch eigentlich andere Fragen mal wichtig. Also zum Beispiel, was möchte ich denn überhaupt damit bewegen? Also wir hatten schon mal davon das Thema KPIs, ganz, ganz wichtig, dass ich einfach weiß, welches Ziel möchte ich erreichen mit dem Projekt, das ich umsetzen möchte. Also möchte ich eben zum Beispiel in irgendeiner Form eine Kundenbindung steigern, möchte ich irgendwelche Kosten senken, möchte ich meine Kunden zu einer mehr Interaktion bringen, möchte ich so einen Club installieren. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Das heißt, neben dem Punkt KPIs, dass ich also weiß, was ist denn überhaupt mein Ziel vom Projekt, muss ich mir natürlich auch überlegen, wen möchte ich denn überhaupt ansprechen. Also das heißt, die Nutzergruppe. Ebenfalls ein sehr wichtiges Thema, dass ich einfach mal weiß, wer soll das Ding später benutzen, wem möchte ich das Leben ein bisschen einfacher machen, wem möchte ich dann im Grunde halt eben auch eben sein Ziel erreichen zu können, damit er auch gewillt ist, das Ganze eben am Schluss zu nutzen. Denn am Schluss kommt nur eine erfolgreiche App bei raus, wenn ich diesen Menschen hier im Grunde das Leben ein Stückchen einfacher mache, einen Mehrwert biete. Das sind Fragen zum Beispiel, die sehr, sehr wichtig sind zu klären, weil damit, wenn ich dann zum Beispiel nach einer Persona schaue, also gibt es verschiedenste Methodiken, wie ich das eben rangehen kann. Daraus entwickelt sich dann schlussendlich ein Konzept, bei dem am Schluss dann klar ist, was soll das Ding denn eben bieten, welchen Mehrwert habe ich davon. Ich kann daraus einen Businessplan ableiten, das heißt, ich kann überlegen, welche Einnahmen möchte ich damit erreichen, beziehungsweise vielleicht welche Kosten möchte ich senken. Und dann kann ich zu all diesen Themen eben schauen, was ist denn für ein Aufwand, welche Kosten stecken hinter der initialen Entwicklung, welche Kosten habe ich an Folgekosten dann eben raus und dann kann ich es ins Verhältnis setzen, zu welchem Benefit habe ich dann und somit dann auch abgleichen, lohnt sich diese App-Entwicklung oder nicht. Aber einfach nur, was kostet eine App, ist einfach eine sehr, sehr oberflächliche Frage, ist im Grunde aber auch ein bisschen daher kommend, dass ich halt in der Regel nicht wirklich weiß, was da mich so erwartet. Das ist ein Gebiet, in dem nicht so viele Menschen einfach schon Erfahrungen gesammelt haben. Und deswegen eine relativ leichte Frage, die zu stellen gibt, aber die im Grunde ganz häufig eigentlich andere Fragen aufwerfen sollten. Deswegen schau nicht, was es kostet, sondern guck wirklich, welches Ziel möchtest du erreichen, welchen Mehrwert möchtest du stiften und setz das ins Verhältnis zu den Kosten, um dann einfach zu schauen, lohnt es sich, ja oder nein. Also die Frage, lohnt sich die Kosten für eine App, ist eine sehr, sehr spannende. Die Frage eben, was kostet es, ist an ganz vielen Stellen eben die falsche Frage. Ja, wenn du mehr zu diesem Thema wissen willst oder du eben detailliert schon eine Idee hast, was du umsetzen möchtest, dann melde dich einfach ganz gerne bei uns. Wir gehen einfach zusammen mit dir die Thematiken mal durch, machen eine Strategie draus und können dir dann auch sagen, welche Ziele du dir stecken solltest, was du erreichen kannst mit der Geschichte und unterm Strich dann natürlich auch, was dein spezielles Vorhaben eben an Kosten erzeugen wird. Aber so können wir dann eben ins Verhältnis stellen, was hast du davon, weil unterm Strich macht es natürlich nur Sinn, in ein Projekt reinzustarten, wo man am Schluss dann halt eben seine Ziele auch erreichen kann und die Kosten, die initial dafür dastehen, halt eben in der Relation steht, weil unterm Strich wollen wir natürlich auch dein Business besser machen. Alles klar, lasst es gut gehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.